Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zum Nearday L300, dem motorisierten Kameradolly. Ein motorisierter Kameradolly ist ja eigentlich schon was Feines. Für wen ist denn jetzt dieser kleine hier so geeignet? Ich sehe das eher so bei ein bisschen der Produktpräsentation, weil man hier einfach die Kamera aufbringen kann und dann um ein Produkt rumfahren lassen kann. Aber auch für Zeitrafferaufnahmen ist der sehr gut geeignet. Eigentlich ist es soweit für alles geeignet, wo ihr einfach ein bisschen eine Bewegung in die Aufnahme bekommen wollt, also eine relativ gleichmäßige Kamerabewegung. Ich kann euch einfach mal ein bisschen was dazu erzählen. Das ganze Teil ist sehr gut verarbeitet, also ihr habt hier ein relativ stabiles Gehäuse, das ist soweit auch wirklich aus Metall und macht einen hochwertigen Eindruck. Der Dolly ist mit 900 Gramm auch relativ schwer, das bringt euch aber natürlich auch ein bisschen Stabilität in eurem kompletten Aufbau. Der Dolly kommt mit einer Gesamtlänge von 16 cm und die Breite beträgt 12 cm. Das ist also relativ kompakt. Auch von der Höhe habt ihr da mit 4 cm einen recht kompakten Aufbau. Klar, hier das Gewinde, das bringt euch da dann noch ein paar Millimeterchen mehr, aber ansonsten ist es schon insgesamt ein sehr kompaktes Paket. Die Gummiräder an sich bieten einen relativ guten Grip. Ihr müsst da nur einfach aufpassen, ihr habt bei dem Teil nur eine Bodenfreiheit von 4 mm. Das heißt, euer Untergrund sollte natürlich so flach wie möglich sein und wenn es geht auch so glatt wie möglich, weil eben jede kleine Unebenheit bringt euch nachher eine Erschütterung ins Bild und das wollt ihr ja so gut wie möglich vermeiden. Und dann kommen wir doch einfach mal zur Ausstattung von dem kleinen Teil. Ihr habt wie gesagt ein Viertel Zoll Gewinde hier oben, wo ihr dann nachher eine Kamera befestigen könnt. Ihr könnt auch diverse Kugelköpfe befestigen. Die ist hier noch so ein bisschen gummiert, sodass ihr euch da einfach nichts verkratzt. Ihr habt am Dolly selbst dann 4 Knöpfe, mit welchen ihr die komplette Bedienung vornehmen könnt. Ihr habt dann einen Ausschalter, mit dem ihr das Gerät einfach ein- und ausschalten könnt, einen Knopf zum Vorfahren und einen Knopf zum Zurückfahren. Und der vierte Knopf bietet euch dann noch die Wahl von 5 Geschwindigkeitseinstellungen. Die Geschwindigkeiten reichen von 1 Meter in 105 Sekunden bis zu 1 Meter in 25 Sekunden. Das ist also insgesamt jetzt nicht das Schnellste, dafür fährt der Dolly sehr gleichmäßig und bringt euch eine richtig schöne Aufnahme. Insgesamt fährt er sehr leise, also eigentlich ist er wirklich nicht hörbar. Er ist halt wirklich nicht so schnell. Wenn ihr 25 Sekunden für 1 Meter braucht, ist es schon, ja, relativ langsam. Aber ihr wollt ja auch schöne gleichmäßige Aufnahmen machen und könnt die ja nachher immer noch schneller oder langsamer darstellen lassen. Und dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, den Winkel zu verstellen. Da habt ihr 2 Möglichkeiten. Ihr könnt ihn einmal links rumfahren lassen. Da habt ihr dann 30 Grad als Winkel. Oder ihr könnt ihn eben auch rechts rumfahren lassen. Da habt ihr dann 45 Grad als Winkel. Das Ganze mit rechts und links ist natürlich abhängig davon, ob ihr vor- oder zurückfahrt. Bei dem 30 Grad Winkel fahrt ihr dann im Kreis mit einem Innendurchmesser von 33 cm. Mit dem 45 Grad Winkel schafft ihr es dann auf einen Kreis mit einem Innendurchmesser von nur noch 18 cm. Das lässt sich also relativ gut auf kleinen Flächen drehen, wie ihr hier seht. Der Tisch reicht hier zum Beispiel, um das Ganze einmal kreisen zu lassen. Da sind euch also relativ viele Möglichkeiten gegeben. Laut Angabe ist der komplette Dolly mit bis zu 3 Kilo belastbar. Ich habe das mal getestet. Ich habe eine Canon R3 mit dem 70-200er aufgebracht. Das kommt ihr dann so auf ungefähr 2,6 Kilo und das hat er ohne Probleme geschafft. Ihr müsst da halt einfach gucken, dass euer Untergrund wirklich flach genug ist, weil sobald da ein bisschen was im Weg kommt, dann schafft er das natürlich nicht mehr. Wenn ihr aber einen glatten Untergrund habt und jetzt nicht die mega Steigung drin habt, dann solltet ihr da überhaupt gar keine Probleme haben. Die Laufzeit von einer Akkuladung beträgt ungefähr 5 Stunden und diese 5 Stunden braucht ihr dann auch wieder, um den Akku zu laden. Und der Dolly soll auch ohne Probleme bei Umgebungstemperaturen von minus 10 bis 60 Grad funktionieren. Das konnte ich so jetzt natürlich nicht testen. Ich habe es mal draußen bei ca. 5 bis 10 Grad probiert und natürlich auch bei Raumtemperatur, sagen wir mal bis 25 Grad. Da hat es natürlich keinerlei Probleme gegeben. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Dolly dann auch noch hier so eine kleine Transporttasche. Da passt der richtig gut rein, ist da auch sicher gelagert. Ihr bekommt noch 8 Gummiringe als Ersatzreifen dazu. Ihr müsst einfach nur beachten, es werden pro Rad 2 Gummiringe benötigt. Das heißt, ihr habt für jedes Rad genau einen Ersatz. Dann habt ihr natürlich noch ein USB-A zu USB-C Ladekabel, mit welchem ihr den Dolly dann laden könnt. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang mit dabei, aber da habt ihr hoffentlich schon passende Netzteile zu Hause.
Dann bekommt ihr hier noch einen kleinen Kugelkopf mit eben auch einem Viertelzoll Gewinde oben. Da könnt ihr dann also direkt was montieren und so ein bisschen ausrichten. Ihr bekommt dazu dann auch noch so einen Action Cam Mount. Also ihr habt hier den typischen GoPro Mount, wo ihr eine GoPro oder eine DJI Osmo Action montieren könnt. Der ist auch mit dabei, hat auch das Viertelzoll Gewinde unten dran. Und ihr bekommt hier noch den Smartphone-Halter. Den könnt ihr auch direkt aufs Viertelzoll Gewinde schrauben oder eben auf den Kugelkopf. Beim Smartphone-Halter ist mir nur aufgefallen, ihr könnt da zum Beispiel kein iPhone 15 Pro Max in der Hülle montieren. Also ihr habt hier maximal 73 mm Spannweite so gesehen, wo ihr ein Handy einbringen könnt. Das hat fürs iPhone 15 Pro Max in der Original-Gummihülle nicht gereicht. Alles in allem ist der Lieferumfang also relativ gut. Ihr bekommt natürlich auch noch eine kleine Anleitung dazu, wo ihr dann nachlesen könnt, wie ihr das Ganze auch ordnungsgemäß bedient. Die Bedienung an sich ist also relativ einfach. Ihr müsst hier den Knopf ein bisschen halten, dann geht das Ganze an. Er ist dann auf Stufe 1 gestellt. Ihr habt hier dann noch eine LED-Anzeige, beziehungsweise ja doch 4 LEDs, welche euch den Ladezustand darstellen. Und dann könnt ihr eigentlich schon direkt loslegen. Auf dem Plus-Minus-Knöpfchen könnt ihr zwischen den 5 Geschwindigkeiten wählen und dann drückt ihr zum Beispiel einfach nach vorne und schon geht's los. Wenn ihr das Ganze stoppt, dann braucht er so ein bisschen und rollt sehr sanft aus. Wenn ihr dann wieder auf Zurück drückt, fährt er natürlich auch wieder ganz normal zurück. Ihr könnt auch während der Fahrt die Richtung wechseln, dann rollt er aus, bleibt kurz stehen und beginnt sofort wieder in die andere Richtung zu fahren. Das funktioniert also ohne Probleme und ist super einfach zu bedienen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Dolly über die App zu steuern. Und das geht ziemlich einfach. Ihr ladet euch die App runter, der wird dann über Bluetooth gefunden und dann wird er euch hier auch direkt angezeigt. Ihr könnt dann hier in 3 verschiedenen Menüs die Steuerung vom Dolly vornehmen. Ihr habt erstmal hier die Möglichkeit, 5 Geschwindigkeitsstufen auszuwählen, genauso wie am Dolly selber. Ihr habt hier dann die Möglichkeit, den Betriebsmodus von langsam auf konstant zu stellen. Bei langsam fährt er einfach sehr langsam an. Ihr seht es jetzt gleich mal hier. Er fängt an zu rollen, rollt dann und wenn ihr wieder auf Stoppen drückt oder eben die Richtungstaste drückt, dann rollt er langsam aus. Wenn ihr das Ganze jetzt auf konstant stellt, dann geht es ziemlich schnell und er heizt gleich los. Also heizen im Sinne von, er gibt Vollgas mit seinen 25 Sekunden auf 1 Meter. Das funktioniert aber sehr gut und auch ohne Verzögerung. Das ist mal der erste Teil von der App. Ihr seht da oben natürlich auch den kleinen Akkustand von dem Gerät, aber nicht in Prozent, sondern nur mit 3 Balken. Ihr müsst es also so ein bisschen abschätzen. Im Live-Video habt ihr dann die Möglichkeit, die Distanz vorzugeben, in welche Richtung er fahren soll, eben wieder den Betriebsmodus und in welcher Laufzeit er die Distanz zurücklegen soll. Und das Ganze habe ich mal nachgemessen. Die Distanz passt so auf, ich sag mal, plus minus 5 cm. Also je nachdem, wie weit ihr fahrt, wenn ihr jetzt eingebt 60 cm, dann fährt er ungefähr 62 oder 58 cm. Da ist ein bisschen eine Toleranz drin. Wenn ihr dann bei einem 1,50 m seid, dann habt ihr da wirklich schon 5 bis 6, 7 cm Toleranz drin. Es funktioniert aber insgesamt relativ gut. Ihr habt dann noch den Modus Zeitraffer. Im Zeitraffer-Modus habt ihr dann die Möglichkeit, diverse Einstellungen vorzunehmen, unter anderem natürlich auch wieder die Entfernung. Es gibt hier optionalen Kabel als Fernauslöser bzw. als Auslöser für die Kamera. Da könnt ihr die Kamera dann anstecken, das Ganze hier konfigurieren und dann eine schöne Zeitrafferaufnahme starten. Das Ganze geht aber natürlich auch ohne Kamera. Ihr könnt da einfach alles vorgeben und dann lassen sich damit relativ coole Zeitraffer erstellen. Die App funktioniert soweit also sehr gut. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich hatte keine Abstürze oder sowas. Es lässt sich ohne Verzögerung alles einstellen und es bietet euch eben das, was ihr braucht. Keine speziellen Effekte, aber braucht man ja eigentlich so auch nicht. Es lassen sich also sehr viele Aufnahmen damit herstellen, egal ob es jetzt Zeitrafferaufnahmen sind oder eben Produktvideos, wo ihr um das Produkt rumfahrt. Solange ihr einen schönen, flachen, glatten Untergrund habt, bietet euch das da einiges und euren Möglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt.
Und so habe ich eigentlich auch nur ein paar kleinere Nachteile entdeckt. Das wäre eben die Geschwindigkeit. Ihr könnt da jetzt nicht super schnell durch die Gegend heizen. Dann habt ihr bei dem Kugelkopf einfach keinen AK-Swiss-Anschluss. Da müsst ihr dann entweder ja das Ganze umständlich aufschrauben oder ihr benutzt einfach einen anderen Kugelkopf. Und dann wäre da einfach noch die Größe von der Smartphone-Halterung. Es wäre natürlich schön, wenn man auch ein größeres Smartphone einfach direkt nutzen könnte, aber auch da gibt es Alternativen. Es ist nice to have, das dabei zu haben. Aber ja, es ist nicht ganz ausgereift. Der Preis von dem Dolly selber liegt normalerweise bei 199 Euro. Durch diverse Aktionen bekommt ihr den aber immer ein bisschen günstiger. Also ich habe ihn zum Beispiel auf der Newer-Seite direkt bestellt, aber ich glaube über den US-Shop, habe da dann ein bisschen hin und her geschaut und bin dann auf einen Endpreis von 132 Euro gekommen. Und das ist dann natürlich schon sehr viel günstiger als 199 Euro. Es bietet euch aber natürlich auch relativ viele Möglichkeiten. Ob ich jetzt 200 Euro dafür zahlen würde, vielleicht nicht unbedingt. Wenn es aber die Möglichkeit gibt, da viel günstiger hinzukommen, dann nehme ich die natürlich gerne wahr. Ich habe das Produkt auch nicht gestellt bekommen oder sowas. Ich habe es mir wirklich selber gekauft. Ich habe da eine kleine Werbung im Instagram gesehen. Die Werbung hat super gewirkt und ja, ich habe mir den bestellt. Er war innerhalb von ein paar Tagen da und bin damit auch wirklich sehr zufrieden. Ich kann den also wirklich weiterempfehlen. Ich verlinke euch das Ganze einfach mal unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das mal anschauen und ja, wenn es euch gefällt, natürlich auch bestellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.